Das war ja so nicht geplant. Das reinste Chaos. In solchen Momenten, da vergeht mir echt die Lust. Fing das dann halt schon an zu gammeln. Ne? 2 Schritte voran, 1 Schritt zurück. Ne? Total verbastelter Scheiß. Auf sowas habe ich echt sowas von keinen Bock. Ich kann heute echt nur heulen. Da kommt das Getriebeöl schon raus und deswegen bremsen hinten nicht. Mir dann das Herz ja auch schon gleich in die Hose gerutscht. Wir wissen im Moment gar nicht, wo unser Kopf steht. Sie haben festgestellt, ja, es ist undicht, die Achse, aber Sie können im Moment nicht feststellen, warum. Diese Bremszylinder sind aber leider nicht mehr zu bekommen. Das ist schon brandgefährlich hier. Tja. Vielleicht sollte ich ab und zu mal einfach die Augen zumachen, um nicht wieder was Neues zu sehen. Ich glaube, das endet so irgendwie nie. Es gibt mal so Tage, da ist man echt am Verzweifeln. Sowas zieht dann immer irgendwie den Boden unter den Füßen weg. Ne? Ganz am Anfang hatten wir ja keine Vorstellung davon, wie das Ganze sein wird. Und wir wollten halt einfach irgendwie mit dem LKW um die Welt reisen. So wie man das halt vielfach auf YouTube halt auch gesehen hat, bei anderen und auch bei Instagram. Das war halt einfach so ein Traum, den wir hatten und ohne jetzt wirklich tief in der Materie zu stecken. Und unsere Vorstellung war, einen fertigen LKW zu kaufen, mit dem wir sofort starten können, ohne dass wir an dem jetzt noch großartig rumschrauben müssen. Es war ja eben halt so, dass wir uns überlegt hatten, werden wir auch einen LKW ausbauen, umbauen, so wie andere das halt auch machen, von der Basis an mit der Kabine und allem drum und dran. Oder sparen wir die Zeit, kaufen einen eben fast fertigen LKW oder fertigen LKW und können dann halt gleich los. Wir machen heute unsere Offroad-Tour. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob wir da wirklich alle durchkommen. Oha. Ob wir da auch durchkommen? Beweisführung, braucht man Allrad oder braucht man kein Allrad? Zur Seite gehe ich trotzdem. Wir haben in der Vergangenheit ein Wohnmobil gehabt, mit dem sind wir ein Jahr lang gereist, quer durch Europa. In Dänemark waren wir, in Schweden waren wir, bis runter nach Nordspanien. Und nach diesen Erfahrungen, die wir in diesem einen Jahr gesammelt haben mit dem Wohnmobil, war für uns klar, dass unser zukünftiges Fahrzeug, mit dem wir die Welt bereisen werden, kein Wohnmobil sein wird. Weil wir durch unsere Abenteuerlust in Schweden, in den Wäldern, da an unsere Grenzen gestoßen sind. Und das wollten wir einfach nicht auf unserer Weltreise. Wir möchten nicht nur die festen Routen fahren, sondern wir möchten halt gerne auch ins Gelände fahren. Naja, halt auch da, wo keine Straße ist. Also auch nicht mal mehr ein Sandweg vielleicht. Ne? Das muss man gucken, wann das dann soweit ist. Aber das ist halt der Traum, weil sich dort letztendlich dann in den Ländern, wo man das dann halt noch kann, auch wirklich der Wunsch einstellt, wie wir uns das so vorgestellt haben, dass man für sich ist, so ein bisschen in der Einsamkeit und man wirklich das Gefühl hat von Freiheit. Ja, und so ein LKW hat halt viele Vorteile. Es geht schon damit los, dass wir für das, was wir vorhaben, lange autark sein wollen und da braucht man einfach mehr Möglichkeiten, Gewicht unterzubringen. Und da sind dann halt die Vans, Sprinter, Wohnmobile sehr limitiert. Ja. Wir haben 480 Liter Frischwasser an Bord und knapp dasselbe nochmal an Abwasser. Wir kommen mit unserem Frischwasser 4 Wochen hin und das soll mir mal einer zeigen, wie er das mit einem Van schafft. Also wir haben die Erfahrung mit dem Wohnmobil gemacht, wie ich schon gesagt habe, und das hat mich schon so ein bisschen genervt, dass man dann irgendwie alle 4-5 Tage Wasser besorgen musste und so. Da ist man nicht wirklich weit gekommen. Und wir möchten gerne eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen auch mal an einem Ort bleiben, ohne dass wir unsere Sachen packen müssen ständig und irgendwie wieder Wasser besorgen müssen. Naja, und nicht zuletzt auch der Spaß daran, also mit so einem Fahrzeug zu fahren. Das ist einfach, ja. Wenn man dann halt damit im Gelände ist, es ist halt ein anderes Reisen. So hatten wir uns das auch von Anfang an vorgestellt und so ist es ja auch. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen unsere Erfahrungen diesbezüglich gemacht und die Zeit, wo wir im Wald zum Beispiel unsere ersten Versuche gemacht haben, auch wenn viele gesagt haben, das ist jetzt kein Offroad gewesen, für uns war es Offroad. Es sieht halt auf den Bildern oder im Film immer nicht ganz so wild aus, wie es dann wirklich tatsächlich ist.
Ich glaube, man hat unseren Gesichtern wirklich angesehen, wie viel Freude wir hatten mit diesem LKW durch den Wald, durch den tiefen Matsch einfach zu fahren. Da fühlt sich unser LKW richtig, richtig wohl, da geht er richtig ab und das wollen wir in Zukunft viel, viel mehr von solchen Touren haben. Wir werden nicht überall hinkommen, das ist uns klar, weil das halt einfach limitiert ist durch die Größe des LKWs. Aber von Anfang an war uns klar, dass es halt ein Fahrzeug sein soll zum Entdecken. Wir haben uns für Odin entschieden, weil er zu dem Zeitpunkt, wo es nicht so viele Angebote gab auf dem Markt, also eigentlich gar nichts, wirklich die beste Option war, die es dort gab. Er hatte eigentlich die Features, die er haben sollte, wie wir uns das wünschen, die hat er eigentlich schon dabei gehabt, sodass wir gedacht haben, okay, wir müssen eigentlich nur noch ein bisschen anpassen, am Innenausbau das mehr nach unserem Geschmack einrichten und noch ein bisschen den Ausbau erweitern, sodass wir wirklich länger autark stehen können. Und uns halt innen drin wohlfühlen. Ne? Und dann können wir losfahren. Genau. Wir hatten damit geplant, dass wir in 2021 dann im Sommer loskommen. Das war der Plan und das hätte auch funktionieren können, wäre jetzt so alles in Ordnung gewesen. Der ist uns natürlich über die Zeit auch ans Herz gewachsen. Wir haben den LKW so gebaut, wie er uns gefällt. Und also nicht nur vom Innern, sondern auch vom Äußerlichen. Und insgesamt ist das nach wie vor für uns immer noch also die richtige Wertanlage. Wir sind uns bewusst, dass wir dadurch, dass wir den LKW jetzt hier in den sozialen Medien gezeigt haben und die Probleme, die wir mit dem LKW haben, ja, dass wir die Reputation stark verschlechtert haben. Man darf aber das auch nicht überbewerten. Was wir natürlich zeigen, ist halt teilweise wirklich sehr dramatisch und das war auch in diesen Momenten wirklich auch schlimm für uns. Aber wenn man das wirklich nüchtern betrachtet, sind es immer noch dieselben Probleme. Als wir vor 9 Monaten mit dem ersten YouTube-Video mit dem Bremsenfest gestartet haben, es ist dasselbe Problem, mit dem wir jetzt hier in der Werkstatt sind. Natürlich hat dieser LKW so seine Zeit vor uns gehabt, das merken wir schon. Das wollen wir auch gar nicht beschönigen. Und es gibt auch bessere natürlich auf dem Markt, wir hatten auch einfach Pech gehabt, natürlich. Also daran lag es dann natürlich auch und an unserer fehlenden Erfahrung auch beim Kauf und so. Ja. Und andere, die jetzt ein besseres Basismobil einfach gefunden haben, ja, die haben da besser hingeguckt, haben mehr Glück. Ja, also auf jeden Fall kann man sagen, dass wir an dem LKW die anderen Dinge, die wir gemacht haben, damit haben wir den LKW aufgewertet. Das waren viele Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt hätte machen müssen, aber wir haben sie halt gemacht, weil es halt einfach den LKW besser macht. Und macht man sich nichts vor. Die LKWs, selbst die gut in den Hallen noch gestanden haben oder direkt von der Feuerwehr übergeben worden sind, nicht alle sind wirklich dann in einem Tip-Top-Zustand für immer und ewig. Da wird irgendwas kommen, weil letztendlich einfach das Alter, der Zahn der Zeit an diesen ganzen Dingen nagt. Und auch ein gut gewarteter LKW wird dann irgendwann seine Probleme haben. So, und bei uns ist es halt so, dass dieser LKW jetzt seine Probleme gezeigt hat. Und das jetzt repariert haben möchte, bevor es jetzt losgeht. Genau. Viele haben uns gefragt, warum wir dann nicht jetzt den LKW verkaufen, nach den Problemen, die wir haben. Die Gründe haben wir gerade genannt, das sind einerseits die Gründe, und andere Gründe sind halt, wenn wir den LKW jetzt so aktuell mit dem Problem verkaufen würden, dann wäre das ein erheblicher finanzieller Verlust, den wir machen würden. Weil wer kauft denn schon einen LKW, der nicht komplett repariert ist? Also das muss doch, glaube ich, irgendwie jedem klar sein. Man muss diese Fehler jetzt einfach erstmal beheben, um überhaupt einen möglichen Verkauf dass es überhaupt noch einen Sinn ergibt. Ich verfolge das auf eBay Kleinanzeigen seit über 2 Jahren. Was gibt es denn da eigentlich? Und machen wir uns nichts vor, der Markt ist noch härter umkämpft. Die Preise für die ganzen Basisfahrzeuge sind nochmal, seit wir den gekauft haben, die sind so explodiert, dass das, was wir jetzt haben, was wir jetzt hier wirklich hinter uns steht, um so etwas zu bekommen, mit dem Solar, mit dem Wasser, mit dem Abwasser, mit den ganzen Features, die dieser LKW hat, mit diesem Top-Innenausbau, mit dem Vollholz und allem drum und dran, das würden wir mit einem Verkauf nie im Leben reinbekommen. Und dann wäre unser Vorhaben, dann wäre die Reise damit vorbei. Wir hatten ja schon richtig tolle Momente mit unserem LKW. Als wir mit unseren Freunden zum Beispiel unterwegs waren, das sind schon unvergessliche Momente, die möchte man immer wieder haben. Ja, auch als wir jetzt in den Niederlanden waren, da gab es zwischendurch so tolle Tage, die wir einfach
extrem genossen haben, in diesem LKW zu leben und davon möchten wir mehr haben einfach. Ja, wir haben sozusagen kurz von dem süßen Honig schon gekostet und da wollen wir mehr von und deswegen halten wir nach wie vor daran fest. Wir sind erstmal in die Niederlande gereist und zum Beispiel nicht gleich in Richtung Türkei, weil es bot sich einfach auch an. Wir waren 20 Kilometer vor der niederländischen Grenze und wir kannten die Niederlande noch nicht und da hatten wir natürlich Lust, uns die Niederlande einfach anzuschauen. Und natürlich auch vor dem Hintergrund, das Vertrauen zum LKW zurückzugewinnen. Wir haben in der Werkstatt viel repariert, viele Sachen angepackt und da wollten wir natürlich auch erstmal in der Nähe schauen, ob die Sachen dann auch funktionieren. In erster Linie ist der LKW ein Reisefahrzeug mit der Option, an Orte zu kommen, wo man so normalerweise mit normalen Fahrzeugen, sage ich jetzt mal, nicht so hinkommen werden. Es geht schon darum, dass wir mit diesem LKW hauptsächlich reisen werden und natürlich werden wir uns aber auch an Offroad-Themen herantasten und unsere Grenzen immer weiter ausloten. Da haben wir auch Bock drauf. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, dass da irgendwie sowas in dieser Richtung nicht kommen wird. Aber bitte vergesst nicht, dass es halt ein Reisefahrzeug ist. Und es ist unsere gesamte Existenz, die jetzt hier auch drin steckt. Und die wollen wir natürlich nicht gerade am Anfang, wo wir keine Offroad-Erfahrung haben, wenig Fahrerfahrung, gleich schrotten. Ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Die Wochen und Monate, die da jetzt ins Land gegangen sind, mit den ganzen Reparaturen und in den Werkstätten, das steckt mir schon ganz schön in den Knochen. Also das muss ich sagen. Ich glaube, man sieht das auch. Ja, ob man das als Zuschauer jetzt sieht, weiß ich nicht. Also man kommt ja mal frisch gestriegelt daher. Aber es ist schon so, dass ich oftmals morgens aufstehe und mir tun alle Knochen weh. Und natürlich spielen dann auch Zweifel mit. Kriegt man das diesmal gelöst? Werde ich dieses Problem, was wir da haben, diesmal hinbekommen und gelöst bekommen? Wir hatten durchaus ja in den vergangenen Reparaturen Momente gehabt, wo wir dann erstmal ratlos waren. Wie geht das jetzt eigentlich weiter? Wie machen wir das jetzt? Und das ist schon nicht einfach. Es geht uns schon darum, nicht einfach nur eine heile Welt zu zeigen und wie schön alles ist. Unbestritten. Natürlich machen wir es dafür, dass es dann schön wird. Aber jetzt ist es halt so, dass wir in so einer Situation stecken, die uns sehr viel abfordert. Genau. Und manchmal sehr, sehr frustrierend einfach ist, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn wir eher so die Menschen sind, immer positiv und nach vorne schauen, sind wir manchmal echt auch fix und fertig und überlegen schon auch, was ist jetzt unser Plan B, wenn wir sagen, okay, wir packen das jetzt nicht mehr. Ich fühle mich natürlich in vielen Situationen extrem hilflos, weil ich kann Nikolas einfach nicht helfen. Ich kann ihm nur den Rücken frei halten und Essen kochen und irgendwie alles organisieren und Wäsche waschen und unser Leben irgendwie strukturieren. Aber er muss das halt alles alleine gelöst bekommen und das tut mir dann halt auch manchmal echt im Herzen weh. Und ich versuche dann gute Laune zu verbreiten, dass er nicht völlig den Mut verliert und so. Aber das ist schon echt hart, dass einem so da die Hände gebunden sind, in den Situationen halt einfach zu helfen. Im Grunde machen wir das alles und halten das Ganze durch, weil wir diesen Traum im Hinterkopf haben. Ich will irgendwann an diesen einsamen Orten stehen, wo weit und breit kein Mensch zu sehen ist, wo erst in den nächsten 500 Kilometern das nächste Dorf kommt und wo irgendwie 5, 6 Leute leben. Ich möchte in die Berge fahren und diese mega Aussicht haben. Ich möchte mit diesem LKW Offroad-Strecken fahren, durch Wüstensand fahren. Das sind halt alles so Träume, die einfach so stark sind, die dafür sorgen, immer weiterzumachen. Und deswegen ist es auch keine Option, irgendwie wieder zurückzugehen und erstmal was anderes zu machen. Deswegen halten wir auch so daran fest, diese Reise jetzt fortzusetzen und nicht irgendwie zu unterbrechen und später zu machen und dann mit einer anderen Basis. Das kommt für uns nicht in Frage. Wer weiß auch, was dann kommt. Dann geht man zurück, verdient wieder irgendwie Geld über seine normalen Jobs, die man vorher hatte, baut sich einen neuen LKW auf und dann verändert sich vielleicht auch irgendwas im Leben und dann macht man das vielleicht nie. Und dann werden wir uns total ärgern, dass wir das damals abgebrochen haben und nicht einfach durchgezogen haben.
Von daher ist für uns jedes Mal die Entscheidung klar, wir machen das jetzt weiter und wir werden das auf irgendeine Art und Weise schaffen, unseren Traum zu verwirklichen. Wir haben damals diese Bilder von anderen Kanälen gesehen, wie sie durch die Mongolei gefahren sind, weit und breit nichts, nur Steppe. Das ist so etwas, ich möchte wissen, wie sich das anfühlt. Also man hat ja irgendwie eine Vorstellung davon, aber ich glaube, man weiß wirklich nicht so richtig, wie es wirklich ist. Und diese Neugier, der will ich nachgehen. Ich will wissen, wie es ist. Ich möchte auch zurück nach Südamerika und Mittelamerika und möchte dort lange Zeit verbringen und nicht nur 3 Wochen, weil ich einfach eintauchen möchte in die Kultur. Und das geht nur, wenn man halt auch mal abseits der üblichen Pfade unterwegs ist. Wir leben jetzt seit über einem Jahr schon in unserem LKW und unser Leben hat sich komplett verändert. Unser gesamter Rhythmus, unsere ganze Struktur und jetzt nochmal zurückzugehen, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass morgens aufstehen zur Arbeit, abends nach Hause kommen, am Wochenende dann die Zeit mit Freunden zu verbringen, das ist für uns jetzt gar nicht mehr so denkbar, in diesen alten Rhythmus wieder reinzukommen. Also wir arbeiten jetzt auch. Es ist nicht so, dass wir nicht mehr arbeiten, aber wir arbeiten anders. Wir legen uns die Arbeit so, wie es für uns jetzt gerade dann am besten passt, also auch vom Körpergefühl her, wie fühlt man sich gerade. Normalerweise sollte es ja eigentlich so sein, dass man dann eigentlich die Arbeit verrichtet, wenn man am besten seine Leistung bringt. Und da hat jeder ja einen ganz anderen Rhythmus und halt auch unterschiedliche Energielevel. Hört sich jetzt esoterisch an, aber das meine ich so nicht. Ich denke, ihr wisst, was wir meinen. Man ist mal gut drauf, man ist mal schlecht drauf. An den Tagen, wo wir uns richtig gut fühlen, da arbeiten wir und länger als damals im Büro. Und an den Tagen, wo wir uns schlecht fühlen, arbeiten wir dann halt nicht. Genau. Und das sind halt, es gibt auch kein Tabu mehr bezüglich der Tage, also in dem Sinne auch kein Wochenende mehr. Also wenn wir am Wochenende arbeiten, ist es für uns nicht schlimm. Das war früher für mich undenkbar. Also das Wochenende zu opfern, um irgendwie dann nochmal ins Büro zu fahren, das war mir ein Graus. Und heute habe ich da überhaupt kein Problem damit. Das gehört einfach dazu. Und ich mache es gerne. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir uns jetzt auch etwas gesucht haben, wo wir uns auch ausleben können in gewisser Weise, uns das selber gestalten können, wie das Produkt wird. Also wir schätzen unsere Selbstständigkeit. Wir waren ja vorher nicht selbstständig, sondern angestellt und das schätzen wir wirklich ungemein. Also manchmal fragen wir uns echt, dass wir das nicht vorher gemacht haben. Warum sind wir damals nicht schon irgendwie in die Selbstständigkeit gegangen mit unseren alten Jobs und so? Das würden wir auf jeden Fall jetzt anders machen und das passt gerade so gut in unser Leben und das wollen wir halt auch weiterführen. Ja, und auch das Leben im LKW ist halt für sich, ich vermisse den Platz nicht. Wir sind da drinnen, es ist unser gemütliches Zuhause und wir haben alles, was wir brauchen und es funktioniert gut jetzt. Und ich kann mir das nicht vorstellen, in eine Wohnung zurückzugehen, ehrlich gesagt. Nee, ich im Moment auch nicht. Also sicherlich vielleicht, wenn man dann nochmal wieder in so ein 1,80 Meter Bett zurückkehrt und mehr Platz hat zum Schlafen, ist das sicherlich in dem Moment sehr entspannt. Und eine Waschmaschine hat. Und einen Geschirrspüler, sicherlich. Aber ganz ehrlich, diese Möglichkeit mit dem LKW, also dieses Zuhause, also wir haben dieses Wohlfühl-Zuhause dabei und wir fahren an unterschiedliche Orte. Man steht morgens auf, macht sich seinen Kaffee, dann macht man sich fertig, geht dann raus, setzt sich in sein Auto, fährt dann zur Firma. Angekommen, grüßt man dann die Kollegen und setzt sich dann an seinen Arbeitsplatz und checkt erstmal die E-Mails, hat dann diverse Termine, an denen man dann teilnehmen muss, To-Do-Listen, die man abarbeiten muss und geht dann letztendlich abends wieder nach Hause, manchmal viel später, als man das eigentlich ursprünglich geplant hat. Und am nächsten Tag geht dasselbe genauso in derselben Art und Weise wieder los. Das ist komplett anders geworden. Das haben wir so nicht mehr. Es ist ein freies Arbeiten und Leben. Und deswegen ist es so schwierig, sich das noch irgendwie anders vorstellen zu können.
Sollte das jetzt so, wie wir das vorhaben, mit unserem LKW nicht klappen, werden wir definitiv einen anderen Weg finden. Trotz dieser ganzen Vorkommnisse, die wir jetzt hier hatten mit dem LKW, können wir uns das noch vorstellen, mit diesem LKW die Welt zu bereisen. Was hat ihr jetzt noch sagen wollen? Wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Ja, wir wollten es auf jeden Fall versuchen. Genau. Also man muss halt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Reparaturen, die wir jetzt hatten, das wird bei einigen anderen LKWs genauso sein, nur eben halt später. Und einige werden nie Probleme haben. Gut, das wünschen wir auch jedem, dass er problemfrei fährt mit seinem LKW oder mit seinem Fahrzeug. Ich glaube aber, dass jedes Fahrzeug irgendwann seine Probleme melden wird. Und wir haben so viel an diesem LKW erneuert, verbessert, dass ich einfach glaube, dass dieser LKW mittlerweile viel besser dasteht als so manch anderer LKW. Den man jetzt so im Netz kaufen könnte. Genau. Und der wichtigste Punkt für mich und ja eigentlich auch für uns ist, dass ich diesen LKW schon sehr genau kennengelernt habe. Also so viele Sachen mittlerweile weiß über diesen LKW. Und das gibt einfach Sicherheit. Und das ist ein Pluspunkt, das ist ein riesen Pluspunkt, wenn man so etwas vorhat. Also unser Plan, trotz der ganzen Unterbrechungen, hat sich nicht geändert. Wir wollen die Welt bereisen, wir wollen mit diesem LKW die Welt bereisen und daran halten wir, Stand heute, absolut fest. Da hat sich nichts geändert. Es gibt so viele Orte, die wir sehen wollen, die wir auch auf unseren vorherigen Reisen nur mal kurz angucken durften. Und wir wollen uns einfach die Zeit nehmen, diese Orte über einen längeren Zeitraum kennenlernen zu dürfen. Und so viel zu sehen, so viele unterschiedliche Kulturen. Also Asien alleine, so anders. So riesengroß, so viel Zeit, was man eigentlich braucht, um jedes Land auch so zu bereisen. Nicht nur irgendwie 2 Wochen sich in einem Land aufhalten und durchrasen, sondern wirklich in jedes Land eintauchen. Die Gastfreundschaft kennenlernen, also die Leute kennenlernen. Man hört immer wieder davon. Wir wollen es selber erleben, ne? Ja. Ja, mit unserem LKW, also unsere Route, kriegt ihr auch mit, hat sich immer ständig geändert. Der Plan war ursprünglich jetzt von den Niederlanden weiter Richtung Süden zu fahren, nach Frankreich. Jetzt sind wir in Berlin. Das macht für uns jetzt so keinen Sinn mehr. Wir werden jetzt Richtung Kroatien fahren und dann vermutlich den Winter dann in Griechenland, Türkei, auf jeden Fall da im Süden verbringen. Das sind jetzt so unsere Pläne, die wir aktuell haben. Genau. Wir gucken mal, wie wir die Ostroute runterfahren. Hatten wir zwischendurch auch mal gedacht, ob es nicht eigentlich günstiger wäre, die Ostroute runterzufahren, weil wir eben halt in diese Ecke wollen, noch vor dem Winter. Und als wir noch in den Niederlanden waren, hatten wir uns gedacht, naja gut, ist vielleicht jetzt erstmal nicht so richtig, vielleicht entscheiden wir uns auch um und fahren halt dann von Frankreich aus, Spanien, weiter nach Marokko, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, das hat sich jetzt natürlich geändert. Und weil wir Freunde treffen wollen. Genau. Das hat es auch ein bisschen beeinflusst. Die sind nämlich gerade in der Türkei unterwegs und die wollen auch in Griechenland überwintern. Die haben auch schon Pläne fürs nächste Jahr. Mal gucken, ob wir uns da anschließen. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber das ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, warum wir jetzt Richtung Osten fahren. Genau. Hans-Peter, Martina, wir kommen. Wir haben immer wieder Fragen von euch bekommen, jetzt so über die letzten Videos bezüglich unseres Equipments. Zum Beispiel diese Leiter hier wurde gefragt, wo wir die denn her haben. Und dazu haben wir Links in unserer Videobeschreibung. Das sind sogenannte Affiliate-Links, wo wir halt eine kleine Provision bekommen und ihr aber eben nicht dafür mehr bezahlt. Und uns würde es unheimlich helfen, wenn ihr dann, wenn euch die Sachen zum Zusagen über diese Links dann auch bestellt. Selbst wenn ihr jetzt keine Sachen findet, aber über diese Links dann halt auf Amazon zum Beispiel geht und etwas kauft, hilft uns das halt auch schon. Das ist eigentlich die, glaube ich, interessanteste Form, uns zu unterstützen an der Stelle. Es gibt aber auch immer wieder Leute, die uns was gespendet haben, auch kleinere und auch größere Spenden. Und da wollen wir uns halt auch nochmal herzlich bedanken dafür. Und hier an der Stelle halt auch nochmal sagen, dass uns das natürlich gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, über diese lange Zeit an Reparaturen, unheimlich weiterhilft. Also jede kleine Spende, auch wenn es nur 1 Euro ist, hilft da mega. Also vielen Dank. Damit sind wir jetzt auch am Ende des Videos angekommen.
Vielleicht helft ihr uns ja zum Ende des Jahres die 10.000 Abonnenten zu knacken. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut uns den Gefallen, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.